Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Unser nächster Kandidat auf der heutigen Schlachtnacht ist der Audi Rosemeier, benannt nach dem ehemaligen Auto-Union-Rennfahrer von damals. So, man kann hier leider nicht viel machen. Man kann zwar nur die Türen öffnen, also Entschuldigung, Hersteller Maestro. Ungewöhnlich für ein Maestro, dass man hier nur die Türen öffnen kann. Nicht die Motorhaube und Kofferraumdeckel hat er, glaube ich, sowieso gar nicht gehabt. Ich finde diese Prototyp-Studie sehr interessant, sehr gut gelungen. Hat was von Audi TT hier, ne? Seht ihr das mit den Scheinwerfern? Ja, jetzt nicht diese Augenbrauen hier, ne? Ich meine, die Scheinwerferform, das hat was Audi TT-mäßiges. Er ist jetzt hier auf den Schrott bekommen, weil er unrealistisch tief gelegt wurde. Also quasi wurden eigentlich die Federn nur entfernt. Und ja, und hier hat er auch einen fetten Lackschaden. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Rohkorosse nachher auch in die Schrottpresse geht. Ja, schönes Modellauto. Wertmäßig ist das nicht relevant, das Modell. Der dümpelt so zwischen, ja, je nachdem wie man Glück hat, zwischen 5 Euro und 30 Euro. Wobei 30 Euro, ich sage euch ganz ehrlich, ist schon schwierig zu bekommen. Selbst wenn er original verpackt ist. Mit Originalverpackung kriegt man so zwischen 15 und 20 bis 25 Euro. In einigen Fällen auch mal ein bisschen mehr, aber das ist eher die Ausnahme. Und es ist auch wirklich schwer zu bekommen. Weil der Audi Rosemeier ist jetzt nicht so der Burner auf dem Modellautomarkt. Nachfrage ist eigentlich eher gering. Ich verkaufe die auch sehr schwer. Also da verkaufe ich andere Maestro Modellautos 10-mal mehr als den hier. Das ist halt die ehrliche Meinung über dieses Auto. Es ist ein schönes Modellauto, also definitiv ein schönes Modellauto. Aber es ist außergewöhnlich. Ich bin ja eh ein Fan von Prototypen und ich gucke mir die immer gerne an. Aber leider als Modellauto ist dieser hier nicht der Kracher. Jo. So, und weiter geht's. Ja, die Felgen sehen gar nicht so verkehrt aus, ne? Die würden auf dem Q7 oder so richtig cool aussehen. So, wo hängt der jetzt hier wieder? Nicht komplett abgeschraubt, ne? Ja. Noch eine Schraube nicht komplett abgeschraubt. Ja, und erwartet keine hohen Wertsteigerungen bei dem Modell. Ich denke mal, der hat sein Maximum schon längst erreicht. Die Achse ist gebrochen. So, also eine Wertsteigerung ist hier nicht mehr zu erwarten. Schönes Armaturenbrett auf jeden Fall. Boy. Schön nostalgisch gemacht, ne? Richtig cool. Oh, der hat sogar Gurte. Opa. Nein, nicht umfallen. So. So, schöner Schallknauf, der ein bisschen groß geraten ist. Seht ihr das? Voll groß, ey. Gurte, mein Gott. Braune Sitze. Ein bisschen elastisch. Ah, warum nicht? Windschutzscheibe nicht defekt, Gott sei Dank. Die Türen sind nur eingeklipst. Aber gut eingeklipst. Ach komm schon, meine Fresse. Stell dich jetzt nicht hier so an. Türverkleidung sieht auch ganz gut aus.
Was geht der hier gar nicht ab, ey. So. Warum das ist nur Grund, ja. Wollte gerade sagen. Dieses Jahr nur rangepinnt. Aber ein cooles Teil, ne? Das kann man bestimmt für andere Modelle verwenden. Jo, weiter geht's. Ich habe das jetzt extra so brachial gemacht, weil halt die Rohkorosse in die Schrottpresse gehen wird. Oh, mein Rücklicht ist weggeflogen. Boah. Ah ne, doch nicht. Hier ist er. Guck mal, das ist schöne, schmale Rücklichter, ne? Als er damals auf den Markt gekommen ist, habe ich mir den direkt ins Herz geschlossen, weil das war so meine Zeit, wo ich viel Prototypen gesammelt habe, also hauptsächlich Prototypen gesammelt habe. Das war so, also um die 2005 herum. Oh komm jetzt, meine Fresse. Boah, ich hasse das, ne? Wenn so Kleinteile sich da voll festzecken. Nee, hier brauche ich einen Dremel für die Scheinwerfer. So, Sekunde. Na komm schon, jetzt irgendwie muss ich doch jetzt hier dran kommen, ey. Blöder Winkel. So. Geflüchtet. Das fehlt mir noch. So. Ja, ist ja klar. Unter die Werkbank. So. So. Scheinwerfer raus. Augenlider kriege ich auch noch ab. Ne, ist eigentlich festgenietet. Wer soll die auch kaufen? So, das war's. Erfolgreich zerlegt. Die Rohkorosse, wie gesagt, geht in die Schrottpresse. Dafür habe ich keinen Bedarf mehr. Augenlider kriege ich jetzt ja auch nicht ab, also die hier. Aber im Großen und Ganzen ist es ein schönes, tolles Modellauto. Ich sehe schon noch Tankdeckel. Die muss ich noch rausbauen. Ja, mein Gott, ey.
Da habe ich gedacht, ich bin jetzt fertig und dann kommen jetzt noch die blöden Tankdeckel. So, jetzt aber. Der letzte Tankdeckel ist auch raus. Jetzt kann er in die Schrottpresse gehen. Das war's. Schönes Modellauto, wenig Geld. Mal was anderes. Nicht immer dieses gleiche Anhaltsbrei. Er sieht ein bisschen anders aus. Ist cool. Man, ne, ja, schön. Schön, schön. Aber halt nichts Wertstabiles. Also nichts, was euch irgendwann mal reich machen könnte oder sowas. Ne, das ist es nicht. Aber er ist halt schön. Das war's auch. Danke fürs Zugucken. Gleich kommt noch ein Highlight.